So, herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute geht es ein bisschen um das Thema Trassenbau. Und zwar bin ich ja über die Weihnachtszeit ein bisschen vorangekommen, leider nicht so arg, wie ich eigentlich wollte, aber zumindest mal so ein bisschen schienentechnisch kann ich euch was zeigen. Und wollte ich da auch mal mitnehmen, wie gehe ich da eigentlich vor? Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund dementsprechend dann hier diese Ausweichstrecke. Und das ist ein bisschen komplizierter, als man denkt, weil ich habe einen Abstand zwischen den zwei Schienen von 6,4 Zentimeter und da gibt es von Märklin quasi kein wirkliches Gegenstück. Also man muss hier in der Mitte ein kleines Schienchen reinsetzen, das ist Standard. Und sonst hier die beiden Seitenstränge, die müssen 25,4 Zentimeter sein. Und wie ich diese Ausweichstelle denn gebastelt habe mit der ganzen Merkur-Schotterbettung und wie ich die auch das Flexgleis dementsprechend dann mir so herschneide, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir hier an unserem Basteltisch und heute geht es darum, ein paar Weichen vorzubereiten, beziehungsweise auch das Flexgleis uns so zusammenzuschneiden, dass wir eine Ausweichstelle für Züge dementsprechend haben. Also sprich, dass sie auf einer zweigleisigen Hauptstrecke, die ja oben lang führt bei mir, dass die aufs andere Gleis wechseln können. Weil im Nachbarraum wird dann auch ein Bahnhof dementsprechend sein und dass man dementsprechend eine Umfahrung hat. Das Ganze sieht, ihr kennt es ja bei mir, so aus, weil ich ja immer die Merkur-Schotterbettung nehme. Ich würde jetzt erstmal die Schienen sind ja wirklich nur reingesteckt. Von dem her, ich würde die Antriebe jetzt erstmal rauslassen, weil ich erstmal von dem Größenverhältnis dementsprechend schaue, dass alles passt. Und ich muss dann nachher die Antriebe dann reinstecken und dann dementsprechend auch Löcher bohren. Das ist aber dann eine Sache, die kommt in einem anderen Video. Von dem her, das tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Wichtig ist erstmal, dass wir uns dann die ganzen Schotterbettungen zurechtschneiden, beziehungsweise auch Gleise. Also ihr seht auch, hier sind ja überall die so grau hinterlegte Sachen, dementsprechend gerade für die Antriebe und auch hier Zwischenstellen. Ich bin am Überlegen bei den normalen, also bei den kleineren Radien, also weichen Radien, da ist es nicht ganz so ausgeprägt, da habe ich es ein bisschen nicht gemacht. Hier bin ich am Überlegen, ob ich dann im Nachgang, wenn alle Schienen jetzt erstmal einfach so, die sind draufgelegt oder reingeklipst, dann nochmal vielleicht mit so dunkelbrauner Farbe das Ganze nochmal irgendwo bemale, dass es nicht ganz so auffällt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, vielleicht mit der Zeit, wenn auch die Züge drüber fahren, wird sich das dann legen, weil man hat dann eben Verschmutzungen etc. Aber genau, das soll jetzt nicht zur Sache sein. Das würde ich dann auch wann anders machen. Wichtig ist mir gesagt, euch mal zu zeigen, wie ich da vorgehe. Und da habe ich mal zum Beispiel eine leere Bettung in der Hinsicht dann. Und dann habe ich hier eine Märklin, eine schlanke Märklin rechtsgängige Weiche 22716. Und da würde ich jetzt einfach sagen, machen wir das Ganze mal auf. Genau, die anderen Sachen, was noch mit dabei sind, ist dann hier so Beipackzettel und mehr ist es dann eigentlich gar nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht, darum soll es auch nicht gehen. Wir brauchen, weil wir ja später dann den Antrieb hinmachen, brauchen wir den Teil jetzt hier nicht. Von dem das können wir wegtun. Und der Vorteil an diesen Bettungen ist, sie sind nicht ganz günstig, habe ich auch schon öfter mal gehört, aber man kann sie einfach hier die Schienen dementsprechend reindrücken. Und schon ist das Ganze drin. Mehr muss man gar nicht machen. Also es gibt natürlich noch Leute, die dann das Ganze festnageln, festschrauben etc. alles. Ich mache das nicht. Ich mache das nur beim Flexgleis. Also wenn ich einen eigenen Bogen mache, da habe ich oben bei der Bergstrecke habe ich einen kleinen Teil oder so eine Art S-Kurve. Da habe ich das gemacht. Aber jetzt hier ist es wirklich nicht vonnöten und der Vorteil ist, man kann ganz einfach die Gleise dann rausnehmen, falls man zum Beispiel einen Defekt vorlegen will. Das hier mal bei der Sache. Was haben wir noch weiter vor? Wir wollen den Abstand bei einer zweigleisigen Hauptstrecke zum anderen Gleis dementsprechend, was 6,4 Zentimeter dann sind oder 64 Millimeter. Deswegen habe ich hier schon mal so ein Stück zurechtgeschnitten. Und das quasi kommt dann hier hin und hier kommen dann die zwei Geraden hin. Und das bereite ich jetzt mal soweit vor. Deswegen, ich schneide jetzt mal hier die Weichen dementsprechend aus
und werde dann auch dementsprechend die Gleise, ich habe das mir ausgerechnet, das sind 25,4 Zentimeter, die es dann quasi hier bis zum Abschluss der Weiche auf der anderen Seite dementsprechend dann hier hat. Und dann hat man wirklich dann parallel und auf der anderen Seite auch nochmal parallel ein Gleis, was genau gleich lang ist. Da gibt es auch leider keine Kombination aus verschiedenen Ausgleichsstücken von Märklin. Ich habe es extra rumprobiert im Programm. Das muss man sich selbst zusammenschneiden. Und das machen wir und da wünsche ich ganz viel Spaß dabei. So, jetzt haben wir uns die zwei K-Gleise, jedes 25,4 cm zusammengebastelt. Hier hinten jeweils mit dem unteren Kontaktblech und dann oben mit der Kontaktlasche. Das sieht gut aus und ich würde sagen, jetzt passen wir noch den anderen Teil der Bettung eben für diese Schienen noch mit ein, dann sind wir fertig. So, und das ist die fertige Weichenstraße. Man sieht, es sind überall noch Ritzen und Löcher und alles sowas dann drin. Das macht aber überhaupt nichts, weil ihr ja auch gesehen habt bei der ganzen anderen Anlage von mir, das kann man ganz einfach auffüllen. Da gibt es einen extra Kleber mit dabei und es ist alles nachher unsichtbar. Deswegen, das sieht relativ wild immer aus. Aber es lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden von den Maßen. Gut, man könnte es vielleicht auch manchmal ein bisschen sauberer machen. Aber da das nachher wie unsichtbar ist, ja, kann man sich selber dann entscheiden, ob man dann sagt, man muss es alles ganz genau bemessen und allem drum und dran. Ich mache es mal oft dann frei Schnauze und dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal ein. So, wieder zurück an der Anlage und jetzt zoome ich mal ein bisschen raus. Und ihr seht, es sieht doch eigentlich gar nicht mehr verkehrt aus. Also wir sind ja noch ein bisschen im Rudimentär verlegen, weil ihr seht auch hier, die beiden Holzbretter sind noch einfach überlappt, weil ich dann gucken muss, wie jetzt die generell die Schienenlänge jetzt dementsprechend ist, eben diese Ausweichstelle, die haben wir jetzt gemacht und dann kann ich dann im nächsten Schritt quasi dann auch das Brett hier zuschneiden, damit es dann auch schon mal fertig ist. Und jetzt würde ich sagen, nehme ich euch mal mit und zeige, was ich so in der Zeit geschafft habe. So, hier seht ihr mal einen Überblick über die Bergstrecke und auch die Talstrecke. Ich kann mal das hier wegnehmen. Und zwar haben wir jetzt natürlich dann oben durch diese Ausweichstrecke die Bergstrecke dementsprechend gemacht. Wir haben hier 2,5 cm Steigung pro 1 Meter. Von dem her, das sollte passen. Maximum wäre ja 3, aber ich will ja auch lange Züge dann oben fahren lassen. Von dem her passt es. Also in die Richtung ist es abfällig, weil das passt dann auch besser hinten zu dem Haltepunkt. Da komme ich nachher mit dazu. Und hier geht es immer höher, sodass es im anderen Raum dann irgendwann mal, wie gesagt, vielleicht im nächsten Jahr dann auf dem Viadukt dann hochgeht und dann weiter sozusagen im Bergpanorama. Hier vorne seht ihr die untere Strecke, die dann einfach unten weitergeht, vorbei an unserer Austauschplatte und dann zum Bahnhof kommt. Das zeige ich euch auch gleich. Aber einfach, dass ihr einen groben Blick einfach mal habt auf die ganze Sache und natürlich parallel zum unteren Gleis kommt dann das K-System. Vielleicht ein bisschen höher gebockt, da bin ich gerade ein bisschen am Tüfteln. Hat es leider auch ein bisschen länger gedauert, weil es noch ein paar Pakete auch angekommen sind. Jetzt das letzte kam jetzt auch am Freitag an, von dem her
ja, da wartet man natürlich dann immer, bevor man überhaupt weitermachen kann, aber ihr kennt es sicherlich auch. So, hier oben haben wir den Haltepunkt. Und zwar kommen wir hier hinten nämlich von der Bergstrecke dann hier hoch, geht dann in den weichen Vorfeld dementsprechend einher mit 2 Abstellgleisen, die so ein bisschen ja, kurvig verlaufen. Und hinten geht es dann weiter in den anderen Raum, auch quasi in einer Art ja, Mittelbergstrecke. Also Talstrecke ist es nicht, aber mittlere Bergstrecke, sage ich jetzt mal so, wo dann hier natürlich aber auch die Bergstrecke dementsprechend dann kommt. Und dann wird auch da ein Bahnhof hinkommen. Also hier in dieser Fläche. Ich bin auch überlegen, ob das, weil ich ja gesagt habe, ein Keilbahnhof, ob das trotzdem hier ist mit Abstellgleisen oder ob es nur dann hier einen Bahnsteig gibt und hier eher so Güter- oder Ladegleis dementsprechend dann ist. Da weiß ich noch nicht, da habe ich auch viel geplant, weil, ihr könnt euch noch dran erinnern, ich habe im letzten Video auch gesagt, es gibt hier ja auch, dass hier die Strecke weitergeht in den anderen Raum, durch den anderen Durchbruch. Das habe ich jetzt sein lassen, weil durch das Thema K-System, es wird viel zu dicht gepackt, man hat überhaupt kein quasi Bergpanorama mehr oder Hügelpanorama, sage ich mal so. Es soll ja dann bergig im nächsten Raum werden. Das ist viel zu vollgepackt mit noch einer Strecke, deswegen reicht die Talstrecke auf jeden Fall. Und dann hier hinten die mittlere, hier die Bergstrecke dementsprechend und hier einfach 2 Abstellgleise, wo man dann einen Schienenbus oder 628 oder auch den kleinen V60 dementsprechend rangieren lassen kann. Und geradeaus können natürlich auch längere Züge dann in den anderen Raum natürlich dann fahren. Das ist überhaupt kein Thema. Als Haltepunkt habe ich den hier, Haltepunkt Spatzenhausen von Vollmar, mir rausgesucht, weil ich glaube, der sieht sehr knuffig aus, der passt da auch super. Auch zu dem Gebäude, gerade mit dem Dach dementsprechend dann, habe ich einfach mal hingestellt, weil ich es noch übrig habe. Und da soll dann auch das K-System vorbeifahren und der Bus soll am Bahnhof oder an einem Haltepunkt vielmehr anhalten und dann kommt er wieder zurück und fährt dann runter dementsprechend in die Kreuzung rein und wird dann, wie gesagt, hier kommt ein Tunnelportal dann hin. Ich habe hier eins. Und dann, letzten Endes geht es dann unter die Hauptstrecke dementsprechend dann weiter. Hier seht ihr jetzt auch den Gleisverlauf, also angefangen hier an der Originalplatte dementsprechend, von der kleinen Bergstrecke dementsprechend, von der alten Platte, geht es hier weiter hoch, kommt hier das Weichenvorfeld und hier geht es weiter geradeaus und hier werden diese 2 Gütergleise, Abstellgleise werden dann am Bahnhof vorbeigeführt und enden dann irgendwo hier in dem Bereich. Hier fährt der Bus lang. Man könnte das Haus, wie gesagt, hinsetzen, wo es einmal rumrum fährt. Hier nochmal, wie gesagt, der Haltepunkt kommt dann hin. Und hier vielleicht auch nochmal ein Haus. Hier kommen dann Mauerelemente hin. Ich habe es einfach mal so ein altes, abgeschnittenes genommen. Das könnt ihr mir sehr gut vorstellen. Und hier bin ich jetzt noch am Rumtüfteln, ob man hier sogar auch nochmal einen kleinen Mini-Anschluss macht. Jetzt weiß ich nicht, ob das dann zu viel wird. Wie gesagt, muss man dann schauen. Aber einfach nur, dass ihr auch von der Seite das seht. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, weil jetzt eben das Paket erst kam, bin ich jetzt noch am Schauen, wie mache ich den Radius jetzt hier. Mache ich das mit Flexgleisen relativ entspannt. Ich habe jetzt hier den weichen Radius, den großen genommen. Mache ich das dann doch eher nochmal mit geraden hier vorne oder mache ich es mit dem ganzen Normalkreis, also Großkreisradius von Märklin und mache es dann hinten gerade. Dieser ganze Bereich wird vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter nach da gehen, also sozusagen, dass ich hier ein bisschen rausschiebe das Ganze, dass ich dann hier ein bisschen schneller hier reingehen kann. Das wird sich jetzt aber zeigen, eben weil es noch ein paar Schienen angekommen sind, wie das jetzt mit dem K-System ist. Deswegen da werde ich jetzt dann in nächster Zeit mal schauen, wie die Streckenführung da sein wird. Und dann habe ich hier vielleicht noch Platz, um hier das Ganze ein bisschen auszudehnen und dann hier vielleicht auch längere Gleise zu machen. Genau, das zu dem Punkt. Und hier verschwindet dann der Bus wieder in den Berg. So, und jetzt kommen wir zum wohl aufwendigsten Teil des ganzen Umbaus oder Baus, sage ich jetzt mal, ist dann hier die Abzweigung. Hier endlich parallel zum Stellwerk haben wir dann hier das kleine Stumpfgleis dementsprechend. Das wird dann, kommen wir mit dem Prellbock natürlich noch mit hin, wird farblich nachbehandelt, wie alles natürlich dann auch. Und dann passt es. Man könnte einen Wagen dann hinstellen, auch mit Graffiti oder so Art, also ein bisschen begrast oder alles sowas. Muss man schauen, wie man das macht. Hier vorne, das war relativ aufwendig. Also dieser ganze Bahnsteig, der war ja gerade, wie ihr wisst. Und
jetzt das Ganze kurvig zu machen. Ihr seht auch noch die alten Lampen Dinger, beziehungsweise hier war eine Figur, Entschuldigung, hier war nämlich das Schild, hier war nämlich die Lampe und das hat man alles abgesägt. Von dem her ist cool geworden, funktioniert auch sehr gut, auch mit den langen 30 cm Doppelstockwagen. Darauf lege ich mittlerweile jetzt Wert auf jeden Fall, dass wir auch dann da herstellerunabhängig auch Rollmaterial fahren können. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Der Dings wird noch abgeschnitten wahrscheinlich, oder die Hecke. Und dann sieht es, glaube ich, wie gesagt, es ist so vom Streckenverlauf eigentlich sehr cool. Habe ich immer hier freigelassen, beziehungsweise die schon länger mit dabei sind, wissen vielleicht, ich habe ja früher mit C-Gleis das Ganze hier gefahren. Deswegen, da war hier eine zweigleisige Strecke, deswegen auch der Bahnübergang war früher zweigleisig. Und das ist quasi das Überbleibsel. Und ich wollte dann immer, schon war das in Planung, dann beim Umrüsten auf K-Gleis hier parallel eben zum Stellwerk einen Stumpfgleis zu machen. Aber es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit, weil man musste immer wieder rein, man musste vorsichtig sein, damit das eben relativ bündig hier abschließt. Und doch, das passt auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dass auch dann, wie gesagt, der Doppelstockwagen dann nicht, dann schleift, weil er doch ein bisschen länger ausfährt. Aber natürlich auch der 93,5er Wagen, auch überhaupt kein Problem, alles geschmeidig. Das dazu, also es ist viel im Gleisbau, hat sich wie gesagt ein bisschen was getan, leider nicht so viel, wie ich wollte, aber es geht voran. Wir haben jetzt ja zusammen die Hauptstrecke quasi fertig gemacht. Da gibt es jetzt noch, wie gesagt, Sägearbeiten und dann vor allen Dingen K-System gucken, dass man da jetzt schaut, wie viel Platz man dafür braucht. Und dann kann man oben nochmal ein paar Anpassungen machen und dann kann man auch alles hinkleben. Also es ist aktuell alles nur, also es ist nicht mehr ganz so rudimentär zusammengeschnitten, sondern es ist alles schon ein bisschen echter. Und warte jetzt wirklich dann noch auf die anderen Themen und dann können wir wirklich die Sachen alle festkleben und dann auch die Gleise soweit verdrahten, damit wir auch schon mal die ganzen Sachen in Rockrail einstellen können. Und da würde ich euch ja mitnehmen. Da habt ihr mal in der Vergangenheit auch gesagt, ihr würdet gerne mehr Rockrail-Videos haben. Da würde ich euch mitnehmen, wie man dann die Rückmelder zu einem Block zusammensetzt und dann da zum Beispiel eine Pendelstrecke einführt oder konfiguriert, zum Beispiel vom Haltepunkt zum Bahnhof hier unten und umgekehrt. Aber das gibt es in einem der nächsten Videos. Deswegen, da habe ich euch nicht vergessen, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Aber das bietet sich jetzt wirklich bei dem Neubauteil wirklich an, da euch in Rockrail da ein bisschen näher zu bringen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr natürlich dann noch weitere Videos dann auch nach dem Video von Rockrail haben wollt und wir da tiefer einstellen sollen und ihr wollt, klar, immer gerne, also kein Thema. Wenn es euch einen Mehrwert bringt, freut mich, wenn ich euch da helfen kann, weil das Programm ist nicht ganz einfach. Aber wenn man es mal verstanden hat, umso besser. Ich konnte jüngst auch jemanden dazu begeistern, das Programm auch noch herzunehmen. Von dem her, wer weiß, vielleicht bringt der eine oder andere auch noch drauf und der Vorteil ist, es ist einfach kostenlos. Super. Dann wünsche ich euch was an dieser Stelle und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.